Wir beginnen bald unsere nächste Etappe in unserer Reise in Norwegen. Unsere Farmarbeit ist jetzt vorbei. Man hört, wir sind wieder in der Stadt. Auf dem Weg zum Bahnhof. Vorher gehen wir noch einkaufen. Unsere Rucksäcke sind zwar schon ewig schwer. Ja, wir wurden schon mit vielen Dingen eingedeckt von lieben Menschen, sodass wir jetzt gar nicht mehr so viel holen müssen. Ja, und gerade eben wurden wir von einem Nachbar mitgenommen, der einen Second-Hand-Shop hat. Er hat uns gezeigt, was für Riesenhallen er hat mit wirklich allem, was man braucht. Also wenn wir unseren eigenen Haushalt einrichten, wir könnten einfach vorbeigehen und wir würden, glaube ich, alles bekommen, was wir brauchen. Sehr beeindruckend. Ja, und jetzt warten wir, bis dann Mittag ist und wir dann in den Zug einsteigen und zum ersten Mal mit der norwegischen Eisenbahn fahren. Mal schauen, ob das so ist wie mit der Deutschen Bahn. Es ist ein regnerischer Tag geworden. Wir machen uns jetzt auf zu Flor und hoffen, dass es da nicht regnet. Wir sind jetzt in der norwegischen Eisenbahn und fahren gerade durch wieder richtig schöne Landschaft. Das ist wahrscheinlich gerade wieder der Hardanger Widder. Und wir kennen das ja schon so ein bisschen, dass da das Wetter immer schlechter ist. Deswegen ist es auch heute wieder am Regnen. Wow. Wir sind in Flå angekommen. Wir sind zwar ziemlich K.O. von der Fahrt und den kürzeren Nächten, aber wir freuen uns jetzt wieder unterwegs zu sein. Wir sind nun auf dem Weg zu unserem Schlafplatz und sind hier gerade an einem sehr spannenden Bahnuntergang, keinen Übergang. Ein bisschen, seltsam. Ja, wir sind gestern Abend zu unserem Zeltplatz angekommen und mussten überstürzt unser Zelt aufbauen, da es schon angefangen hat zu regnen. Jetzt schauen wir gerade nach einem neuen Zeltplatz und ich bin damit beauftragt worden, Wasser zu suchen. Und genau da machen wir uns jetzt hin. Wir hoffen, dass diese Quelle noch Wasser führt und ja, ansonsten müssen wir einen komplett anderen Weg einschlagen. Hier endet der vermeintliche Weg und kein Wasser zu sehen. Ich werde wohl mal in die Schlucht runterschauen. Über Umwege ans Ziel. Wasser gefunden. Jetzt bleibt es abzuwarten, ob es auch genießbar ist. Die Hitze des Sommers hat auch hier zugeschlagen. Ich stehe hier in einem Flussbett, was normalerweise etwas breiter ist. Ja, und ich werde jetzt mal ein bisschen zur Quelle gehen, weil das Wasser steht mir hier zu viel. Ich habe Wasser gefunden. Es ist zwar jetzt nicht mehr ganz so breit, aber das Wasser ist kühl, schmeckt nicht bitter oder sauer, ganz normal. Und wir haben jetzt wieder 3 neue Flaschen und mal gucken, wo wir dann heute weitergehen. Vielleicht kann man auch hier heute Abend unser Essen kochen, weil das wäre wahrscheinlich am verantwortungsbewusstesten, um keinen Waldbrand zu erzeugen. Es hat geklappt. Es musste sich niemand Sorgen machen. Wir haben mit wenig Rauch Feuer machen können in unserem kleinen Ofen.
Und das Essen ist auch fast fertig. Heute gibt es was ganz Leckeres. Risotto mit getrockneten Tomaten und Steinpilzen. Das wird sicherlich lecker. Wir sind immer noch in der Gegend von Flor, haben unseren Platz mittlerweile gewechselt. Wollten eigentlich schon etwas weiter sein, aber sobald wir immer losziehen wollten, hat es angefangen zu regnen. Und sogar jetzt eben gerade konnten wir trotz des Sonnenscheins nicht mal unser Essen zu Ende essen. Wir mussten ganz schnell noch hier reinfliehen und schnell alles zusammenbauen, denn der nächste Platzregen stand an. Aber vielleicht wird es die nächsten Tage besser und dann geht es wieder auf Reisen. Ein neuer Morgen und es ist nun Zeit, dass wir hier diesen Ort verlassen, an dem wir ungefähr 5 Tage waren. Aber wir hatten eine gute, relativ gute Wasserquelle. Wir wissen nicht, wie gut tatsächlich das Wasser war. Und ja, jetzt gehen wir zum Bahnhof, gucken, ob wir dort vielleicht ein bisschen Strom abzapfen können für unsere Technik, ein bisschen Wasser auffüllen und dann beim Kiwi Obst kaufen und dann geht es weiter zu unserem nächsten Ort, nach Vikersund. Wir sind im Bahnübergang angekommen. Eigentlich ist es eine Unterführung mit einem Aluminiumrohr, wo Güterzüge und andere Züge drüber donnern. Sieht jetzt nicht so vertrauenserweckend aus, dass das so lange hält. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, was da für Massen drüber krachen. Ja, naja, die werden schon wissen, was sie gemacht haben. Wir sind an unserer Station wieder angekommen und laden gerade unsere Sachen in dieser kleinen süßen Bahnhaltestelle auf. Zwar fahren wir gleich mit dem Bus weiter. Schon alles sehr sauber hier. Und es gibt fließend Wasser. Ja, was mittlerweile keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und hier werden wir auch alle Flaschen auffüllen mit sauberem Trinkwasser. Und dann geht's weiter.